Wir sind inzwischen in Kalmar angekommen. Jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen die City hier an und schauen mal, ob wir was zu essen finden. So, jetzt haben wir Problem Nummer 4. Hier gibt es nämlich so viele Sachen zu essen, dass die Janine wahrscheinlich die nächsten 3 Stunden nicht entscheiden kann. Und ist so Worst Case halt, ne? Wie immer. Aber willkommen bei Chaos Trip. Schön, der Elch wird festgehalten. Milli! Wir sind inzwischen in Kalmar angekommen. Und das Wetter ist aktuell scheinbar mit uns. Jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen die City hier an. Und schauen mal, ob wir was zu essen finden. Bisher hatten wir ja immer nur selbst gekocht und nichts Fertiges gefunden. Immer nur erzählt, dass wir das gerne würden, aber gemacht haben wir es noch nicht. Wir haben jetzt einen Burgerladen gefunden und ich habe meine Laktosetablette vergessen, aber es gibt auch einen veganen Burger. Ich bin gespannt, was drin ist, weil es war alles nur auf Schwedisch und ich spreche kein Schwedisch. Ja, schmeckt doch gut. Was ist das? Enjoy me. Das war's jetzt auch mit Burgeressen in Kalmar. Einmal durch die Innenstadt, einmal Eis. Und jetzt werden wir hier mal auf diese Insel nebenan, Öland oder so. Öland heißt sie. Genau. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir da ein schönes Plätzchen finden. Heute ist es allerdings super windig. Ich bin aber gar nicht traurig, weil ich glaube nämlich, der Wind ist dafür verantwortlich, dass sich diese fetten Wolken hier hinten gerade verziehen und wir dann die nächsten Tage wieder schönes Wetter haben, weil haben wir uns verdient. Jetzt hatten wir ja mal 1,5 Tage wirklich Regen irgendwie und den brauchen wir nicht ständig, ne? Also stellt man sich ja nicht so regnerisch vor eigentlich. So, wir fahren jetzt dann doch ins Landesinnere. Auf der Insel ist nämlich sehr, sehr windig, also wirklich sehr, sehr windig. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Die nächsten Tage wollen wir irgendwann auf diesen Autofriedhof, von dem ich immer den Namen nicht aussprechen kann. Und ja, wird auf jeden Fall spannend. Wir haben nämlich jetzt schon kurz vor 6 und wir sind relativ weit südlich. Das bedeutet, die Sonne geht deutlich früher unter, als wir das gewohnt sind von den letzten Tagen. Dann werden wir gleich mal sehen, was wir Schönes erwischen zum Schlafen. Übrigens, den Elch habe ich jetzt somit gerade während dieser Aufnahme Mickel getauft. Und der wohnt jetzt hier vorne. Also unser Elch Mickel fährt jetzt immer mit. Manchmal whippt er sogar zum Beat. Manchmal ist er auch völlig taktlos. Aber er hat's drauf. Beim Beschleunigen hört er dann auch auf zu wackeln. Testen wir gleich mal. Ja, dann hört er auf. Witzig. Mickel. Mickel am Start. Der erste Platz, den wir bei Park4Night hatten, der war belegt. Und Janine kam gerade um die Ecke und sagt, nein, der Wackelelch heißt nicht Mickel, der heißt Bert. So, und jetzt kommt mein Appell an euch. Ich packe mal 2 Kommentare unter das Video. Das eine ist
Bert und das andere ist Mickel. Und ihr haut einfach Daumen nach oben bei dem, was ihr meint, was der richtige Name für unseren Wackelelch ist. Und der mit den meisten Daumen nach oben, der gewinnt zum Schluss. Und so heißt er dann. Dann ist jetzt Bert oder Mickel, bis ihr abgestimmt habt. Haut mal in die Kommentare, wenn ihr noch andere Namen habt. Vielleicht ist da noch einer dabei, den wir so krank finden, dass wir sagen, okay, der ist es jetzt. Ne? Ist alles erlaubt. Jetzt hat man dann doch noch mal Glück. Und schönes Wetter und Wasser und richtig geräumig. Das Coole ist, haben wir bei Park4Night gefunden und war früher mal ein Campingplatz und ist jetzt stillgelegt. Der Kleine wird mal noch eine Runde schaukeln und dann überlegen wir mal, was wir morgen so für eine Route einschlagen. Was quietscht hier so laut? Guten Morgen, nächster Tag, neues Glück. Ich zeige euch jetzt mal gleich ein paar richtig coole Aufnahmen von dem See hier unten und wünsche euch viel Spaß. Die Eltern sind mal wieder wach. Janine putzt sich die Zähne. Sieht zerknautscht aus, ich auch. Ist alles nicht so schlimm. Aber für einen Notfallstellplatz war der echt nicht schlecht. Aber irgendwie ist da gefühlt alles so die letzten Tage ein bisschen Notfallstellplatz. Weil wir immer wieder vom Regen flüchten. Was wir bisher relativ gut geschafft haben, bis auf vorherige Nacht an dem anderen See. Habt ihr ja gesehen. Da hat es nachts tatsächlich mal geregnet. Und ja, was will man machen, ne? Kann man so nicht ändern. Aber immerhin, es hat nur nachts geregnet. Und wir sind trocken geblieben. Und morgens war dann eigentlich auch wieder alles in Ordnung. Hier drüben wohnt jetzt ein Schwede. Der ist heute Morgen auch gleich mit seinem Bagger losgefahren. Man kann es unschwer überhören. War nicht ganz so cool, aber hat mich persönlich erstmal nicht gestört. Ich war ja schon wach. Ich glaube, es hat aber Janine aus dem Schlaf gerissen. Und ab 10 soll es hier dann auch schon wieder regnen. Das heißt, wir werden jetzt, glaube ich, gleich mal Frühstück vorbereiten. Und irgendwann wacht der Kleine auf und stößt dann zum Frühstück dazu. Hier hinten stehen auf so einem ganz kleinen Areal bestimmt 15 Camper oder so. Die stehen auf Extremkuscheln. Und ja, ist auch ein bisschen extrem, weil ein paar Meter weiter ist eine Toilette und die rennen alle in den Busch und pissen den Busch voll und kacken dahin und so. Finde ich nicht so gut. Ich hoffe, ihr macht's besser. Hier backen wir schon mal schön Brötchen auf. Und da packen wir unseren Tisch hin. Ja, der Front war, ein Front war schwul geklemmt. Ja. Furchtbar. Fatal. Hallo Frontrunner, wenn ihr das Video seht
Eure Stühle sind super, aber ein Stuhl ist eine volle Katastrophe. Da habt ihr echt nochmal Nachholbedarf. Papa, ich möchte den blauen. Oder Mama? Nee, du hast wenn dann gerettet. So Leute, ich war gerade tanken und das war das erste Mal, dass das Benzin teurer war als der Diesel. Sonst war es nämlich bislang immer so, dass das Benzin billiger war, etwa 2 Cent umgerechnet. Heute war das Benzin 1 Cent teurer als der Diesel. Wir haben also quasi schon fast günstig getankt.